Im heutigen Video möchte ich mich kurz mit dem Modell der 3037 von Märklin befassen, der Baureihe 141 bzw. der ehemaligen E41. In der Ursprungsvariante des Modells von Märklin die Schwesterlok sozusagen zur 3034, die ich im letzten Video vorgestellt hatte, die blaue Variante, haben wir hier die 3037. Das Modell ist exakt gleich, bis auf die Farbgebung, und die 3037 ist die grüne Variante. Hier ein Katalogbild aus dem 1960er Katalog. Die Lokomotive kam parallel zur 3034 auf den Markt. Damals für 29 D-Mark und 50 Pfennige. Die Beschriftung ist die E41024 und wir haben diese Zahlen hier noch erhaben auf dem Gehäuse aufgeprägt. Und hier haben wir meine erste Variante von der 3037. Es handelt sich hierbei um ein Bausatzmodell, was parallel zu der 3037 als Fertigmodell angeboten wurde. Hier habe ich dann übrigens festgestellt, dass auf jeder Seite 1 oder 2 dieser Handläufe an den Türen fehlen. Ob die von vornherein gefehlt haben oder ob der Erbauer sie nicht perfekt befestigt hat, kann ich leider nicht sagen, denn ich habe die Lokomotive schon in diesem Zustand bekommen. Und hier haben wir das passende Katalogbild aus dem 1966er Katalog. Aus diesem Jahr stammt auch meine Lokomotive. Ich habe dann auch die Originalkiste noch von dem Bausatzmodell. Allerdings ist die wahrscheinlich nicht von Märklin dafür gedacht gewesen, die Lokomotive hier, nachdem sie zusammengebaut ist, wieder einzupacken. Denn dieser Pappeinsatz da ist ziemlich steif und fest und man hat also immer so ein bisschen das Gefühl, dass man überall hakt und hier die Lokomotive eher beschädigt, als sie da sauber rein und raus zu bekommen. Deswegen bleibt sie bei mir meistens außerhalb von der Packung. Die Bausatzmodelle kann man dann in der Regel unterscheiden hier vorne an dieser Kupplung, weil diese Selbstbaukupplungen immer einen seitlichen, silbernen, hellen Splint haben, der nachträglich eingesetzt wird und dann abgebogen werden muss. Und im Innenraum, dadurch, dass diese Bausätze immer so verkauft wurden, dass man nachher nicht mehr löten muss, kann man die Lokomotiven erkennen, dass zum einen meiner Ansicht nach etwas dickere Kabel verwendet wurden und dass man die Kabel hier mit Stecker verbindet. Ich habe auch schon Lokomotivbausätze gesehen, wo es einfach mit Lüsterklemmen befestigt war, wobei ich nicht weiß, ob das dann original von Märklin war oder ob das nachträglich ausgetauscht wurde. Und bei meinem Modell hat sich der Erstbesitzer auch noch die Mühe gemacht, unten einen kleinen Aufkleber drauf zu bringen. Die 3937-66 fürs Baujahr bzw. Kaufjahr. Und in der Packung befindet sich dann tatsächlich noch der Kaufbeleg von damals. Vom 4.1.1966. Stempel ist hier Kaufhof AG in Darmstadt. Katalog hatte damals die unverbindliche Preisempfehlung von 35 D-Mark. Und über die Ladentheke ging die Lok damals wohl für 31 Mark. Und jetzt wollte ich euch eigentlich meine zweite Lokomotive vorstellen und bin davon ausgegangen, dass es eine Nicht-Bausatzvariante ist. Und als ich mir die Lokomotive, die ich jetzt schon relativ lange in meinem Besitz habe, die auch digitalisiert ist, in die Hand genommen habe, sehe ich, oh, hier vorne haben wir tatsächlich dann auch den Splint in der Kupplung drin. Und es handelt sich bei der Lokomotive tatsächlich auch um eine Bausatzvariante. Habe allerdings eine komplett andere Packung und dann haben wir hier wieder mal die Problematik, dass die Packungen nicht unbedingt zu den Lokomotiven gehören müssen, wenn man nach 40, 50, 60 Jahren eine Lokomotive gebraucht kauft. Und das Gleiche ist mir passiert, nichts Dramatisches. Die Lokomotive fährt, allerdings habe ich in dem Sinn zwei exakt gleiche Modelle. Hier habe ich dann übrigens bei beiden Lokomotiven bemerkt, dass die Lichtleiter nicht exakt sitzen, also die obere der 3 Stirnlampen. In der Mitte ist der Lichtleiter bei allen 4 nicht bis vorne hin durchgedrückt. Ich habe dann mal die Gehäuse geöffnet, weil ich erst dachte, hat jemand das nicht so exakt zusammengepackt, aber sie passen definitiv nicht. Alle 4 sind unten von den Lampen her problemlos einzuschieben, egal ob man die obere zuerst oder zum Schluss probiert. Auf jeden Fall lässt sich im oberen Bereich der Lichtleiter nicht exakt bis nach vorne durchschieben. Die erste Variante wurde dann bis 1968 produziert. Und ab 1969 bis 1976 kam dann die nächste Variante auf den Markt. Und aus der E41 wurde dann die Baureihe 141 und sie bekam die Betriebsnummer 141-211-3. Und wie ihr auf dem Katalogbild aus dem 1969er Katalog sehen könnt, sind die Betriebsnummern dann auch nicht mehr aufgeprägt, sondern sind jetzt nur noch aufgedruckt. Und so kann man diese Varianten dann hier ziemlich einfach unterscheiden.
Hier dann nochmal ein Modell von der Seite und dann kann man das nochmal besser erkennen. Ab 1977 gab es dann eingesetzte Fenster und nicht mehr diese Zellonscheiben. Und 1978 gab es dann wohl nochmal andere Stromabnehmer. Ansonsten sind die Varianten dann alle gleich geblieben. Von 1991 bis 1995 blieb die Modellbezeichnung von Märklin mit der 3037 gleich und es gab diese neurote Variante in der Hobbyausführung in Rot mit dem weißen Lätzchen vorne. Und diese neurote Variante wurde dann von Primex unter der 3186 exakt in der gleichen Ausführung, auch die gleiche Betriebsnummer mit der 140430-9 von 1989 bis 1992 vertrieben. Und da Märklin die nach meinen Angaben erst ab 1991 vertrieben hat, war es hier eigentlich dann andersrum, dass erst Primex dieses Modell im Programm hatte und Märklin dann von 91 bis 95 die Lokomotive übernommen hat. Da lasse ich mir aber gerne eines Besseren belehren, falls diese Angaben, die ich da im Netz gefunden habe, nicht stimmen. Jemand was anderes weiß, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und Primex hatte dann noch weitere Modelle von der grünen Variante und zwar von 1975 unter der Betriebsnummer 141-211-3 etwas abgespeckt, was die Lackierung angeht. Das heißt, die silbernen Lüfter waren hier einfach grün komplett durchgefärbt. 1975-76 hat Primex dann die Betriebsnummer geändert auf die 141-207-1 und ab 1977 hat die Lokomotive dann eingesetzte Fenster bekommen, parallel wohl auch zu den Märklin-Modellen, bei denen das auch 1977 eingeführt wurde. Ja, und damit bin ich wieder durch mit meiner Recherche zur 3037 von Märklin ab 1960 bis in die 90er Jahre. Wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt, dass es noch Modelle im Nachhinein gab, die ich nicht gefunden habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich trage das gerne nach. Aber meiner Ansicht nach ist die grüne Variante der 141 bzw. E41 in der Ursprungsversion in den 90er Jahren ausgelaufen. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen, demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.